Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, wo es wieder rund ums Thema Haare geht. Heute habe ich 11 Tipps für euch, was ihr vor, während und nach einer Haartransplantation in der Türkei beachten solltet. Kurzer Hinweis vorweg, es wird ab jetzt jeden Monat mindestens ein Video zum Thema Haare kommen. Also ich werde vor allem meinen Haarverlauf zeigen, aber auch welche Produkte ich verwenden werde. Werde eventuell nochmal eine PRP-Behandlung machen. Jetzt aber nicht lang schnacken, starten wir gleich ins Video. Tipp Nummer 1. Bevor ihr in die Türkei fliegt, checkt, ob ihr mit eurem Mobilfunkvertrag in der Türkei telefonieren könnt, beziehungsweise kostenloses Internet habt. Ich habe bei der Ankunft Elite kurz angerufen, habe mit den 2 Minuten telefoniert und habe dann per SMS eine Rechnung von knapp 50 € bekommen. Bisher wurde die noch nicht abgebucht, aber checkt es lieber vorher mal ab. Punkt Nummer 2. Wenn ihr die Transplantation bei Elite macht, werdet ihr vermutlich in einem Hotel und nicht in der Klinik übernachten. Verlangt da am besten vorher schon, telefonisch oder per Mail, nach dem Hotel Ramada. Wenn ihr ein Hotel bekommt, was mit S anfängt, weiß leider nicht mehr den Namen, aber Kollegen waren in diesem Hotel, da soll das Essen scheinbar echt nicht gut sein. In Ramada war ich selber, die haben 24-Stunden-Küche, das Essen war top und vor allem preiswert. Ich habe irgendwie mit einem Essen und einem Getränk habe ich um die 10 € gezahlt. Punkt Nummer 3. Wie und wann könnt ihr da essen? Das Essen abends muss selbst gezahlt werden. Das hatten bei uns, inklusive mir, einige nicht auf dem Schirm gehabt. In der Regel ist pro Tag ein Frühstück inkludiert. Je nachdem, wann euer OP ist, könnt ihr das eine Frühstück leider nicht wahrnehmen. Aber wie gesagt, abends müsst ihr selber zahlen. Wie zahlt man in der Türkei? Nicht mit Euro, sondern mit Lira. Was ist da das Entspannteste? Bevor ihr Bargeld mitnehmt, das tauschen lasst, zahlt einfach mit Karte, hat problemlos funktioniert. Der Kurs ist da auch am besten und ihr seht vor allem gleich auch auf dem Handy umgerechnet, wie viel ihr eigentlich gezahlt habt, wenn ihr es nicht vorher schon umgerechnet habt. Punkt Nummer 4, connectet euch vor Ort. Tauscht am besten WhatsApp-Nummern aus, dass man sich im Nachhinein noch auf dem aktuellen Stand halten kann. Das hat uns allen, denke ich, wir haben eine Gruppe aufgemacht, viel geholfen, weil man im Nachhinein dann doch ein paar Fragen hat und manche haben Schmerzen, manche haben keine Schmerzen. Da kann man sich so ein bisschen Tipps geben. Außerdem müsst ihr vor Ort dann doch recht viel warten auf Vorgespräche, Untersuchungen und auf die OP an sich. Und das macht die Wartezeit einfach wesentlich angenehmer. Kommen wir jetzt mal zu den Tipps, die nach der OP gelten, beziehungsweise kurz vor der OP noch. Das T-Shirt, was ihr während der OP tragen werdet ihr höchstwahrscheinlich auch die nächsten 2-3 Tage noch tragen, weil man dann Angst hat, das auszuziehen und man muss halt auch vorsichtig sein, dass man nicht dran hängen bleibt. Deshalb rate ich, gerade für Leute, die vielleicht auch viel schwitzen, zieht euch was Weites an mit großem Kragen, was man locker ausziehen kann. Dann könnt ihr das T-Shirt auch nur einen Tag lang tragen und alles ist entspannt. Punkt Nummer 6. Der geht wieder mit dem ersten Punkt Hand in Hand. Wenn ihr vor Ort kostenloses Internet habt, könnt ihr ja problemlos streamen, wenn ihr genug Datenvolumen habt. Wenn ihr das nicht habt, dann ladet euch vorher Musik oder Podcast runter. Uns wurde gesagt, man kann im OP auch lesen. Das konnte ich so nicht wahrnehmen, weil man eben diese helle Leuchte, die OP-Leuchte, halb beim Gesicht hängen hat. Dementsprechend habe ich so wahrgenommen, dass man eigentlich nur Musik hören konnte, 1-2 WhatsApp-Nachrichten schreiben. Mehr ging aber nicht. Deshalb da mein Tipp, ladet euch vorher sowas runter. Der nächste Punkt. Den Fehler habe ich gemacht. Nehmt euch nicht nur einen Hoodie mit. Ich hatte nur einen Hoodie dabei, das heißt, nach der Transplantation musste ich im T-Shirt heimfliegen und weiß nie, wie kalt oder warm es im Flieger ist. Den Hoodie kriegst du natürlich schlecht über die Haare, wenn da erst eine OP stattgefunden hat. Deshalb nehmt euch eine Jacke bzw. einen Zipper mit, die ihr easy einfach anziehen könnt. Wenn wir dann auch schon beim Thema Kleidung sind, am besten für den Heimflug ist eine Jogginghose, diese klassischen Fußballer-Jogginghose, die einen Zipper an der Seite haben, die man öffnen kann. Denn wie gesagt, ihr wisst nie, wie warm oder kalt es im Flieger ist, gerade auch auf dem Weg zum Gate. Ich habe ziemliches Schwitzen angefangen, dementsprechend war es Gold wert, dass ich so eine Jogginghose anhatte. Die könnt ihr dann nämlich einfach an der Seite aufmachen und eben hochkrempeln. Angekommen im Flieger, wenn ihr keine Sitzplatzreservierung habt, so wie ich, fragt, solltet ihr am Fenster sitzen, den Nachbarn, ob ihr im Gang sitzen könnt. In den ersten Tagen muss man ziemlich auf seinen Kopf aufpassen, dass man sich den nicht anstößt. Ich habe mir den 3-mal im Flieger angestoßen. Wenn ihr ganz am Fenster sitzt, dann macht das Flugzeug natürlich eine Rundung. Das war der erste Touchpoint bei mir.
Und wenn ihr am Gang sitzt, ist es einfach ein bisschen entspannter. Gerade dann auch aufpassen, wenn man aufsteigt, um seinen Koffer oben rauszuholen oder seinen Rucksack. Aber wie gesagt, im Gang sitzen ist auf jeden Fall schon mal wesentlich gefahrenfreier als am Fenster. Und die letzten 2 Punkte. Ihr bekommt nach der OP 2 Haarlotions mit und ein Shampoo. Diese dienen euch dann für die Behandlung im Nachhinein. Da kann ich sagen, ihr müsst jetzt nicht sonderlich geizen mit der Lotion. Als ich die Kruste mit der Lotion komplett runter gemacht hatte, das ist dann der letzte Punkt, wo ihr die in der Theorie noch braucht, hatte ich noch eine ganze Flasche übrig. Das heißt, da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr auftragen. Und da komme ich gleich zum nächsten und letzten Tipp. Hier und da werdet ihr eventuell im Nachhinein Schmerzen haben, beziehungsweise so ein leichtes Ziehen, hier und da auch punktuell. Da hilft die Lotion vor allem im Spenderbereich extrem, wenn sie kühl ist. Stellt die Lotion also in den Kühlschrank und dann könnt ihr die Stellen punktuell einreiben und das Kühlen bringt eben schon viel gegen die Schmerzen. Das war's mit meinen Tipps zur Haartransplantation. Wenn ihr in Zukunft mehr Infos über dieses Thema erfahren wollt, dann liked am besten das Video, das hilft mir sehr weiter und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.